habe mir gedacht, wir quatschen heute mal über ein kleines Thema. Für die Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen es schon. Käse. Und, Champignons. Wo ist das schon drauf? So, hat mehrere Gründe, dass ich den Stream mache. Zum einen, ich habe mir jetzt gerade Pfannkuchen gemacht. Also Pancake oder Eierkuchen, glaube ich. Und, habe jetzt gedacht, ich zeige euch mal, wie man hier so pikante Pfannkuchen macht. Sieht man's? Das sind jetzt Pfannkuchen, da ist Wurst, Käse und Champignons drauf. Wird jetzt eingerollt und dann wird das Ganze mal gegessen wie ein Pfannkuchen eben. Der andere Grund, warum ich hier jetzt dabei bin und streame und alles, das andere Grund ist, meine Freundin hat mich jetzt verarscht, war wieder mal eine Haterin, mir jetzt gedacht. Und ich habe mir gedacht, ich frage euch jetzt mal was. Und zwar, ich habe von vielen Hatern, unter anderem auch, ich habe von vielen Hatern Daten, weiß wie sie heißen, habe Bilder von denen, nachweislich Bilder von denen, wo ich auch weiß, von ihr jetzt zum Beispiel habe ich noch Audioaufnahmen auf dem Handy und alles. Und jetzt habe ich überlegt, doch mal herzugehen und vielleicht irgendwie mal Daten von solchen Leuten preiszugeben. Allerdings steht es in einem Konflikt zu mir, denn ich gebe von anderen Menschen niemals Daten preis. Was ich über mich erzähle und über mich sage, ist eine Sache, aber von anderen Menschen Daten weitergebe ich niemals. Die Frage, was ich mir jetzt also stelle, ist es gerechtfertigt, wenn ich Daten von jemandem preisgebe, der mich verarscht? Ist es gerechtfertigt, wenn ich Daten von jemandem herausgebe und weitergebe? Die Hater behaupten immer, ich sei ein riesiges Arschloch, ich sei ein Ignoranter. Ignorant ist immer so eine der beliebtesten Aussagen. Ich bin ein ignoranter Fettsack, der, ja, was weiß ich alles ist. Und der Witz ist, ich bin ein Lügner und was weiß ich. Aber wie viele Daten von so vielen Hatern, wo ich wirklich auch habe und hatte, warum habe ich nie was preisgegeben? Viele Menschen hier im Stream, die mir zuschauen, viele Menschen auf der Welt, die mich kennen, sagen, ich bin naiv, ich bin dumm, dass ich immer auf die gleichen reinfall, immer auf die gleiche Masche. Ich persönlich habe einfach Hoffnung und ich vertraue anderen Menschen. Trotzdem sehen mich viele Menschen als dumm an. Und das Problem an der Sache ist nur, ich wäre nicht besser als die Hater, wenn ich die Daten rausgeben würde. Ich habe so viele Möglichkeiten von Leuten Daten rauszugeben. Ich habe so viele Möglichkeiten von Leuten irgendeinen Scheiß zu machen. Aber das würde mich ja nicht besser machen als die Hater. Im Gegenteil, es würde mich auf die gleiche Stufe setzen. Ich will mein Leben nicht mit Hass verbringen. Ich hasse nicht. Ich kann nicht hassen. Sowas existiert für mich nicht. Ich kann keinen Menschen hassen. Sauer auf die Lina. Aber, ja, was soll ich sagen? Ich kann schlecht sagen, ja, macht sie fertig. Das geht nicht, weil damit komme ich nicht klar. Ich könnte jetzt lauter Videos machen, wo ich ihre Stimme hochlade, mit Sachen, wo sie zu mir gesagt hat. Der Witz ist ja auch, Regenbogenschaf hat aufgehört mit seinen Videos. Ja, man hat gesehen, wie lange er aufgehört hat. Er macht jetzt immer noch Videos. Er ist immer noch da. Er hat wieder ein Video hochgeladen, wieder mit Daten von mir, die ich nur Lina geschickt habe. Ein Video, das ich gemacht habe, wo ich mir einen Kaffee mit meinen Senseo-Pads gemacht habe. Dieses Video hat nur eine einzige Person auf der Welt bekommen. Lina. Und was ist? Sie schreibt mir noch, sie hat mir noch geschrieben, sowas von wegen, ja, es ist nicht Lina hier. Ich habe so eine Nachricht bekommen, so von wegen, Moment. Also Rainer, hier ist natürlich nicht Lina. Ich finde es toll, dass du mit ganz vielen Frauen gleichzeitig schreibst und du nur Interesse an Sex hast.
Tja, das war überhaupt nicht der Fall, seit ich mit ihr geschrieben habe. Mal nebenbei bemerkt. An mehr eh nicht, jetzt an mehr eh nicht. Das ist der einzige Grund, warum du sagst, dass du jemanden angeblich liebst. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie zu jemandem liebe dich und habe es nicht ernst gemeint. Ich bin ein Mensch, ich verliebe mich schnell. Ich bin ein Mensch, ich vertraue bedingungslos. Ich liebe bedingungslos. Und ich knüpfe gerne und schnell Freundschaften, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Ich habe eigentlich immer vorgehabt, von Anfang an, auf YouTube, als ich angefangen habe mit YouTube-Videos, habe ich von Anfang an vorgehabt, eine Community aufzubauen, die kapiert und die von vornherein auf der gleichen Welle ist, wie ich, dass man andere Menschen nicht hasst, dass man andere Menschen nicht haten muss und vor allem, dass man einfach es nicht nötig hat, anderen Menschen eine aufs Maul zu hauen oder sonst irgendwas. Ich bin Pazifist. Ich bin ein Mensch, der andere Menschen beschützen will, wenn es nötig ist. Wenn ich meine Freunde oder meine Familie beschützen muss und dadurch meinen Pazifismus in den Punkt rausziehen muss und trotzdem jemanden schlagen muss, dann habe ich ewig lange danach noch Gewissensbisse. Ich habe mal jemanden eine reingehauen, nachdem der mich der hat mich jahrelang in der Schule, hat er mich fertig gemacht. Jeden Tag, jahrelang. Irgendwann habe ich ihn mir gepackt und habe ihn eine gebatscht, als er mich mal wieder genervt hat. Ich habe bis heute Schuldgefühle deswegen und das war in der 7. Klasse. Was ich mit einem anderen Menschen schreibe, sollte mit mir und diesem Menschen in einer Decke bleiben. Diese Melina, mit der ich geschrieben habe, auf Lovo, mit ihr ging es von vornherein um Sex. Da hat es mich nicht interessiert. Ob die irgendjemanden irgendwas postet. Aber das, was jetzt die Lina gemacht hat, ich kapier's nicht. Wie kann man so viel Hass empfinden? Sie hat hier am Ende noch hingeschrieben, ich habe jetzt natürlich bloß einen Teil von dem Ganzen vorgelesen, sie hat hier am Ende noch hingeschrieben. Moment, wo war's? Du bist einfach kein Mensch, den ich lieben kann, hat sie hier hingeschrieben. Moment, wo hat sie das noch hingeschrieben? Irgendwo steht hier was von wegen, ich gebe deine Daten natürlich nicht preis, so ein Mensch bin ich nicht so ungefähr. Das nie mit einer Frau klappt, denn das sowas macht man nicht, einfach nicht. So benimmt man sich nicht, Rainer. Hier, ich werde nichts von dir preisgeben. Warum hat ein Lügenschaf, warum hat dann das Lügenschaf bitte von mir ein Video hochgeladen heute, wo drinnen stand, wo ich dieses Video, was ich ihr geschickt habe über WhatsApp, warum hat dann Lügenhammelhaxe, warum hat dann dieser Typ dieses Video? Du gibst falls du hier zuschaust, du gibst keine Daten von mir preis, aber du gibst ihm dieses Video. Das passt nicht zusammen, meine liebe Lina. Zu mir sagen alle Lügner. Aber der coole Witz an der Geschichte ist, Regenbogenschaf hat gesagt, er hört auf. Er hat schon so viel Zeug über mich erzählt und es ist eine Lüge nach der anderen gewesen. Er hat gesagt, er würde mich nicht haten. Er hat andere dazu aufgefordert, mich zu haten. Er hat mich öffentlich gehatet, mehrfach. Er behauptet, er würde mich nicht haten. Lüge. Er hat behauptet, er würde aufhören. Lüge. Zweifach. Der hat er nämlich schon zweimal gesagt. Dann kam diese Geschichte dazu mit diesem komischen Zeug im Wald, wo er das Zeug im Wald hin hat und dann andere aufgefordert hat, da hinzukommen und da Scheiße zu bauen. Er distanziert sich von Menschen, die so abziehen wie diese Sache mit Erdbärchen. Lüge. Er ist hergegangen und hat jetzt mit dieser Lina genau die gleiche Geschichte abgezogen. Ein bisschen anders, minimal anders zugegeben, war nicht in der Öffentlichkeit, war nicht hier bei uns, aber trotzdem war das genau die gleiche Geschichte wieder, wie mit Erdbärchen. Kann man eigentlich zu Lina jetzt Erdbärchen 2.0 sagen, ganz ehrlich. Und das sind nur ein paar kleine Beispiele von zigtausend Sachen, die dieser Typ angestellt hat. Und jetzt sagt mir ganz deutlich, ist dieser Typ die Wahrheit? Labert er die Wahrheit oder ist es ein riesiges, fettes Lügenschaf? Das könnt ihr mir gerne mal sagen. Das würde mich interessieren. Wahrheitsschaf. Lügenschaf, Wahrheitsschaf. Lügenschaf, Lügenschaf. Wahrheitsschaf,
Lügenschaf. Also die Mehrheit und auch die Leute, die mal, sag ich mal, keine Hater sind, sagen, er ist ein Lügner. Ganz ehrlich, Regenbogenschaf, ich brauche gar nicht sagen, du bist nicht dabei, weil ich weiß, du bist da. Ganz ehrlich, Junge, wer hat dir ins Hirn geschissen und vergessen umzurühren? Ganz ehrlich. Das ist so ein Kindergarten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die dümmste Kindergartenscheiße, die je abgezogen wurde. Das ist so ein absoluter Kindergarten, ja, das ist schon nicht mal mehr Kindergarten. Ich habe einen Nachbar hier, ja, der ist jetzt erst in der Schule. Bei mir hier ist das Haus beschmiert worden, das weiß ja mittlerweile auch schon jeder. Wisst ihr, was der Junge zu mir gesagt hat? Der ist gerade mal 7, 8 Jahre alt. Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Sowas macht man doch nicht. Ey, verdammt nochmal, Alter, der ist 7 Jahre alt und weiß, dass man das nicht macht. Und was macht ihr? Ihr seid älter als ich, so alt wie ich. Und ihr macht so einen Scheißdreck, Alter. Ey, ihr solltet euch doch mal an den Kopf fassen und aufwachen, Alter. Kommt mal in der Realität an. Regenbogenschaf behauptet, er würde nicht haten, er würde keinen Scheiß abziehen. Er hat sowas geschrieben wie von wegen, er würde jetzt aufhören. Wie hat er es geschrieben? Er hat sowas geschrieben wie, er würde jetzt aufhören, ich könnte die Schuld geben lassen, wenn irgendwas passiert. Und dann kommt er mit so einem Video wieder zurück. Ich meine, ganz ehrlich, was ist das für ein Scheißdreck? Der Typ ist über 40. Der Typ fordert andere Menschen auf, mich öffentlich zu haten. Dann distanziert er sich öffentlich von solchen Sachen wie Erdbärchen. Nur um hinterher die gleichen Geschichten abzuziehen? Oder fast die gleichen? Bekannte Pfannkuchen. Wurst, Käse und Champignons. Und Gewürz. Und ganz ehrlich, echt mal ernsthaft eine Frage an euch alle. Wäre es gerechtfertigt, wenn ich von solchen Menschen wie Regenbogenschaf oder von Lina wirklich Daten preisgeben würde, nachdem die eine solche Scheiße abgezogen haben? Wäre das gerechtfertigt? Danke. Auf Twitter, auf WhatsApp, auf Skype hat mir jemand was geschrieben. Auf Instagram, Verzeihung. Ich schau mal kurz nach. Ich habe ja eine Nachricht von einem Hater gehabt. Also eine nette von einem Hater. Ich habe von jemandem hier eine Nachricht gehabt, wo ich sagen muss, fand ich interessant. Ich finde es okay. Feuer mit Feuer bekämpfen heißt die Devise. Dann werden sich die Hater in Zukunft zweimal überlegen, ob sie dich verarschen soll. Sonst fühlen die sich immer sicher. Das ist gerechtfertigt, finde ich, diese Aussage. Wenn ich mich auf die gleiche Stufe begebe wie sie, ja, bin ich nicht besser. Aber wenn ich das immer wieder mit mir machen lasse und immer wieder zulasse, mit der Verzeihung, mit mir machen lasse, dann kapieren die das ja nie. Das ist echt eine interessante Frage. Muss man sich echt mal überlegen. Auf jeden Fall, ich finde, das ist so ein... Ich kann das gar nicht bezeichnen. Kindergarten ist echt noch zu freundlich ausgedrückt für das Ganze. Wisst ihr, was das Schlimmste daran wäre, wenn ich es machen würde? Wenn ich es machen würde, würde ich alles aufgeben, was ich liebe. Alles aufgeben, wofür ich stehe oder stehen möchte. Ich wollte mein ganzes Leben lang für Frieden und Freundschaft und Zusammenhalt stehen. Ich wollte auch meinen Kanal auf YouTube und hier auf YouNow auch so weitermachen. Ich vertraue anderen Menschen bedingungslos. Das wird sich nie ändern. Das kann ich nicht ändern. Das kann ich niemals ändern. Weil damit würde ich alles aufgeben, was meine Persönlichkeit und mein Leben ausmacht. Aber wisst ihr, was ich wirklich gerechtfertigt finde und wo ich wirklich ein Egomanes sein muss, ausnahmsweise mal? Ich wollte euch einfach mal wissen lassen, was Sache ist. Ich habe von dieser Lina mehrere Daten. Ich habe von ihr Bilder. Ich weiß, dass es sie ist, weil ich mit ihr schon gecampt habe. Ich finde, das ist das unterste Niveau, das es auf diesem Planeten gibt. Sie hat sich für jemanden ausgegeben, der sie nicht ist, den sie nicht sein möchte. Und ja, ich wollte einfach mal, dass ihr wisst, was Sache ist. Und dass ihr wisst, dass ich einfach so einen Weg nicht gehen werde und nicht gehen kann. Damit würde ich alles verraten, woran ich glaube. Viele Menschen sagen immer, oder fragen mich immer, warum ich keinen Hass empfinden kann.
Warum ich nicht so böse sein kann. Ich bin, meine ganze Seele, mein Wesen ist Musik. Oder richtet sich nach Musik. Und Musik ist nicht wütend, Musik kann keinen Hass empfinden. Musik kann keinen, man kann in Musik Wut, Schmerz, Zorn, Hass ausdrücken. Aber Musik selbst empfindet keinen Hass. Das ist für manche Menschen wahrscheinlich unvorstellbar, aber wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man hassen kann. Ich weiß nicht, das hört sich vielleicht komisch an. Aber weder Regenbogenschaf, noch Engelchen, Erdbärchen, Dorian, niemanden. Ich mag sie nicht, aber das ist nicht das Böse. Ob ich Regenbogenschaf alles verzeihen würde, wenn er sich entschuldigen würde. Es gibt für mich nichts zu entschuldigen. Ob ich ihm verzeihe oder nicht, ändert nicht. Ich hasse ihn nicht und ich werde ihn nie hassen. Ich kann ihn nicht hassen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann keinen Hass empfinden. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich mein ganzes Leben lang zu leiden hatte. Zu dumm für Hassen. Vielleicht bin ich eine neue Art Mensch. Ich war mein ganzes Leben lang sicher, dass ich was Besonderes bin. Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich wirklich eine neue Art Mensch, der einfach nicht in der Lage ist zu hassen. Ich weiß es nicht. Du bekommst sicher jede ins Bett. Ich bin mein ganzes Leben lang auf der Suche nach einer Frau. Und ich bekomme nicht eine einzige ins Bett. Das ist der Grund für diesen Stream gerade übrigens, nebenbei bemerkt. Es gibt für mich einfach keinen Grund, andere Menschen so leiden zu lassen. Mein ganzes Leben bestand daraus, dass ich von anderen Menschen fertig gemacht wurde, beleidigt wurde, leiden musste, mein ganzes Leben lang. Dennoch habe ich nie jemanden von diesen Menschen, die mich leiden ließen, gehasst oder mir gewünscht, dass sie leiden. Das war auch in der Schulzeit schon so, so war ich schon immer. Nennt mich von mir aus gerne dumm oder ignorant oder keine Ahnung, naiv von mir aus. Schau dir die Situation an mit Dana und Franzi. Die zwei, ich hasse die beiden nicht, auch wenn die was anderes behaupten. Und was haben die gemacht? Die haben gestreamt, ich hab sie gepusht, ja. Und was ist jetzt? Jetzt haben sie immer 100, 120 Zuschauer, wenn sie streamen. Und was ist? Ja, die haten mich. Na jedenfalls, ich habe denen nie was getan. Ich habe mit denen ganz normal und anständig gesprochen. Es gab keinen Grund, dass die mir nicht vertrauen. Und was ist? Sie haben es mir verschwiegen, dass sie mit Hatern schreiben, dass sie mit Hatern in Kontakt stehen. Hätten sie mir doch einfach sagen können. Oder hätten sie mich zumindest nicht geblockt. Die hatten mich geblockt. Mich hatten sie geblockt und sind den Hatern gefolgt. Ey, bitte ernsthaft. Das sagt doch alles aus, oder nicht? Aber ganz ehrlich, die beiden, hätten die einfach nur Hallo gesagt, wir folgen denen auch, das wäre doch kein Stress gewesen. Ich habe einige Leute in meiner Friendlist, die anderen Hatern folgen. Ein paar meiner besten Freunde verfolgen die Hater. Die verfolgen sie zwar aus anderem Grund, aber ich kapiere nicht, warum man das einfach sagen kann, pass auf, wir folgen denen auch, aber wir folgen auch dir. Der Witz ist, die Mädels haben dann im Stream, haben die beiden die allererste Nachricht, wo ich ihnen aber gesagt habe und sie gefragt habe, ob die mich blockiert haben und warum sie mich blockiert haben und wo ich noch normal und neutral mit denen gesprochen habe, wo ich einfach nur Infos haben wollte, warum. Das haben sie nicht vorgelesen, das haben sie nicht im Stream gezeigt. Die meisten Menschen zeigen immer nur das, was sie ins gute Licht drückt.
Franzi sagte, oder Dana und Franzi sagten, dass Franzi mich mag. Okay. Ich habe damals mit ihr geschrieben und alles, mich mit ihr verstanden. Dann haben sie von sich aus dauernd schon davor immer gesagt, sie möchten sich mit mir treffen. Ja, dann habe ich ein paar Mal gesagt, okay, wann habt ihr eine Zeit? Machen wir halt einmal ein Treffen, bla. Dann haben sie immer wieder weiter rausgeschoben, immer weiter rausgeschoben. Ja, entweder man trifft sich oder man trifft sich nicht. Ich habe mit den beiden Frauen nie Sex geschrieben. Für sowas wie Sex schreiben, das mache ich nicht mit irgendjemandem, auch wenn das viele immer glauben. So sexuelles Schreiben mache ich ganz gerne, mache ich wirklich gerne. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Auch weil es in Anführungszeichen nicht sehr ins Intime geht. Weil man muss sich denken, das ist wie eine Geschichte, die man liest, wo der andere Mensch aber einem selbst sehr nahe kommt. Und da das aus der Perspektive ich und du geschrieben wird, also quasi ich und meine Person, die mir gegenübersteht, ist es für viele Menschen extrem unangenehm. Ich mache sowas gerne, aber ich suche mir auch ganz genau aus, was ich mache. Und ich beiden behaupten, ich wollte das mit den beiden machen. Das habe ich aber nie gemacht. Und ich wollte das auch nie. Ich habe auch denen nie das Angebot gemacht. Sexvertrag. Das heißt Sexvertrag. Und sowas habe ich nie gemacht. Es gab keinen Sexvertrag. Das sind so kleine minimale Richtlinien, an die ich festhalte, wenn ich mit jemandem in eine sexuelle Beziehung möchte. Das ist aber auch wieder eine komplett andere Story. Der Punkt ist, ich denke, der Hauptgrund, warum viele von Frauen mich anschreiben, es ist einfach der, Frauen verdienen Geld damit. So blöd wie sich das anhört, Frauen verdienen Geld damit, dass sie mich haten. Die Hater zahlen Frauen Geld dafür, dass die private Daten von mir bekommen und dann diese preisgeben. Die Hater haben sich da was aufgebaut, die machen das. Die bezahlen Frauen, und damit sind es im Prinzip ja schon fast Prostituierte, kann man sagen. Die bezahlen Frauen dafür, dass die mit mir schreiben und von mir Daten bekommen. Und die geben dann die Hater im Internet preis. Aber schaut euch mal Lina an. Hier die Top-Supporterin, hat hier top unterstützt, hat hier mehr als 1600 oder mehr als 2300 Likes mal Bars hier dagelassen im Stream. Und was ist passiert? Das war eine Haterin. Die haben zu viel Geld, glaube ich. Oder das haben mir die Hater bezahlt, wer weiß. In meinem Stream hörst du fast immer Metal. Ich habe jetzt fast 3 Monate lang nur Metal gespielt, wenn ich gestreamt habe. Und jetzt spiele ich eben mal wieder was anderes. Es ist mein Stream. Wenn es dir nicht passt, schau was anderes. Und ehrlich gesagt, solche Sprüche wie in deinem Stream läuft nie Metal, das sind Hater-Sprüche. Ganz ehrlich, das ist so. Hör auf mit YouNow und YouTube. Ja, weil ich auch genau auf das höre, was mir andere Leute sagen. Hört auf, über Regenbogenschaf zu labern. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Typen. Ich werde zurückschauen und werde nichts bereuen. Ich treffe Entscheidungen und ich stehe zu meinen Entscheidungen. Seht euch mein Leben an, seht euch mein YouTube an, seht euch meine Geschichte an. Schaut euch die letzten 3 Jahre an. Die Leute haben angefangen, mich zu haten. Was habe ich gemacht? Ich habe weitergemacht. Ich habe weitergemacht und ich habe weitergemacht. Und ich habe für meinen Traum, YouTuber und wirklich mit YouTube erfolgreich zu werden, ich habe für meinen Traum gekämpft. Und ich werde für meinen Traum weiterhin kämpfen. Ich meine, mal ehrlich, wie viele von euch gehen momentan auf die ganzen Asylanten ab? Ja, da sind ein paar Menschen dabei, die Scheiße bauen, aber nicht alle. Und es gibt so viele Geschichten, ja, wo es genau das Gleiche ist. Es gibt so viele Sachen, wo es immer wieder bei derselben Geschichte anfängt. Wenn ihr anfangt, wenn ihr anfangt, einmal über die Sache nachzudenken und erstmal anfangt, über die ganze Geschichte zu überlegen, wie geht's weiter, was ist da los, was kann das sein, warum ist es so, was da ist, dann werdet ihr sehen, dass es ganz andere Gründe hat, als die ihr ursprünglich dachtet.
Normalerweise spreche ich über diese Sache nicht mit die Flüchtlinge. Ich kenne mich auch, danke für die 100 Bars, ich kenne mich auch mit der ganzen Debatte an sich nicht aus. Ich verstehe auch nicht, was diese ganze Debatte soll. Es gibt diese Asylantenheime, wo die Asylanten aktuell sind, die Flüchtlinge. Asylanten ist immer so eine Sache. Die Flüchtlinge, diese Flüchtlingslager, die es überall zurzeit gibt. Ständig höre ich von irgendwelchen Leuten, dass die da Scheiße bauen, dass die Flüchtlinge, die hier rüberkommen, Scheiße anstellen, dass die Flüchtlinge, die hier bei uns sind, diejenigen sind, die jetzt dafür verantwortlich sind, dass unser Land zugrunde geht. Ich sag's mal so. Moment, 1930, 1935 hat ein Mann über eine bestimmte Gruppe rumgeraged, rumgeschrien und gesagt, dass diese Menschen schuld daran sind, dass Deutschland zugrunde geht. Ein paar Vollidioten haben ihm geglaubt. Und ja, wie haben sie dann angefangen, die ganze Sache zu regeln? Sie sind hergegangen und haben viele, viele tausend Menschen, viele hunderttausend Menschen getötet. Das ist nur eines von den bekanntesten Beispielen. Die Geschichte ist voller Blut. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut und voller Schmerz, voller Hass und voller Zorn. Ich bin der Meinung, hätte man Amerika bis heute nicht entdeckt und man hätte die Ureinwohner in Amerika leben lassen. Ich bin der Meinung, hätte man Amerika nie entdeckt und die Indianer hätten da ihr Leben weitergelebt, dann bin ich fest der Überzeugung, dass diese Menschen, die damals da lebten, heute sowas wie Elfen wären. Nicht, dass sie Magie beherrschen, aber dass sie in einem solchen Gewicht mit der Natur leben, dass wir uns davon eine riesige Scheibe abschneiden sollten. Und ich persönlich behaupte, und davon bin ich fest überzeugt, dass die ganzen Hater Angst haben vor mir. Ich behaupte, die haben Angst vor mir, die verstehen mich nicht und haben Angst. Weil ich jemand bin, der das genaue Gegenteil zu solchen Menschen ist. Die ganzen Flüchtlinge, die wir in Deutschland haben, zurzeit, die sind aus einem Land geflohen, in dem es schlimmer ist wie bei uns. Keine Steuern, keine Krankenversicherungen, Kriege, ja, kommen Menschen hier rüber und dann wird das stehlen und alles. Sich mal mit der Politik oder mit dem Grundgedanken dieser Menschen beschäftigt. Die kommen aus einem Land, in dem die es nicht anders kennen. Die müssen in ihrem Land stehlen, um zu überleben. Die müssen in ihrem Land kämpfen, um zu überleben. Und das ist auch der Grund, warum die sich bei uns anders benehmen. Jetzt kommen wieder die Typen, die hier sagen, Albanien, bla. Leute, ich weiß nicht, warum Leute aus Albanien kommen, aber auch das hat irgendwie einen Grund. Ich sag mal so, es ist immer einfach, sich gegen irgendwelche Systeme oder irgendeinen Scheiß zu stellen, ja? Wenn man es nicht versteht. Ich beschäftige mich mit der Politik nicht. Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Systemen oder so ein Zeug. Aber ich gehe auch nicht her und sage jetzt grundsätzlich, das ist alles scheiße. Ja, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich mich über die Straße und so weiter aufgeregt habe, wie die Straße bei uns aussieht, warum man Steuern zahlt, bla. Das war damals unüberlegt und dumm. Gebe ich gerne zu, aber ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es wieder sagen, wir haben in Deutschland viele Probleme, aber es ist niemals ein Vergleich zu anderen Ländern. In unserem Land gibt es noch verhältnismäßig gute Regeln und gute Richtlinien und gute Sachen. In den USA, wenn in den USA bei mir einer auf mein Gelände gekommen wäre, ja, und wenn ich hier eine Leiche, dann kommen 3 Leute und sagen, warum hast du denn erschossen? Ja, und dann kommen wieder Leute und erschieße ich die wieder, weil sie auf mein Land waren. Ja, und wie geht's dann weiter? Das schürt nur noch mehr Hass und noch mehr Hass und noch mehr Zorn und noch weiter und immer weiter und immer weiter. Und wo sind wir dann? Dann sind wir wieder in einem Krieg. Ich esse zum Beispiel keinerlei Thunfisch. Warum esse ich keinen Thunfisch? Delfine sterben in Thunfischnetzen. So. Und dadurch, dass die da drinnen sterben, sinnlos sterben, wenn man sie noch essen könnte, dann wäre das eine andere Sache. Aber
die sterben in Thunfischnetzen, ne? Und sterben sinnlos, sind dadurch auch vom Aussterben bedroht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass die vom Aussterben bedroht sind, die Delfine, obwohl die nicht einmal irgendwie zum Essen oder sowas brauchbar sind, sag ich mal, da macht es schon wieder für mich keinerlei Sinn, Thunfisch zu essen. Ich sehe es einfach nicht ein, Thunfisch zu essen, man da bei Leben draufgehen, die einfach dann sinnlos verschwendet sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schwein oder Rind esse, die Tiere hatten es nicht leicht, klar, denn die sind vielleicht total schlecht behandelt worden, aber sie sind zumindest essbar und das ist zumindest etwas, was ich als überlebenswichtig ansehe. Ich lebe in der Realität dran. Ganz ehrlich, ich glaube, ich lebe in einer größeren Realität als die du. Ich glaube, ich lebe in einer Realität, die du in deinem ganzen Leben nie begreifen wirst. Realität ist, ich hasse nicht. Ich sehe keinen Grund zu hassen. Das würde mich nur von den Sachen im Leben abhalten, die mir wirklich wichtig sind. Musik, danke für die 50 Likes. Musik, streamen, mit euch hier zusammensitzen, reden. Liebe ist keine Einbahnstraße. In meinem Fall anscheinend schon. Wisst ihr was? Dafür, dass ich so ein Loser bin, so ein Amateur, so ein Idiot, so ein Vollidiot und so ein Vollspack, schauen mir ganz schön viele Leute um die Uhrzeit zu. Dafür, dass ich so ein arrogantes Arschloch bin, so ein arroganter Wichser bin, der nur Scheiße labert, nur Mist macht und Blödsinn macht und der sowas von der Letzte ist, bin ich ganz schön bekannt und beliebt bei vielen Leuten. Dafür, dass ich es nicht wert bin, dass man mich mag, dass man mich cool findet, mich feiert, gibt es ganz schön viele Leute, die Zeit darauf verschwenden, mich zu verarschen. Es ist dumm daran, dass ich was Dummes mache, dass sie es hochladen können. Schließlich lade ich eine Sache selber hoch. Der Witz ist, dadurch, dass sie diese Sachen hochladen, pushen sie mich. Sie schaden sich damit selber. Ich verdiene Geld damit. Ich bin jetzt Junau-Partner, ich verdiene Kohle mit meinen Videos, ich verdiene Kohle mit meinen ganzen Sachen, die ich hier mache. YouTube, Junau, Hitbox, ich verdiene Geld mit meinem Merchandise. Ich habe über 200 € mit meinem Merchandise verdient in den letzten Monaten. Lieben Hater, ihr schadet euch nur selbst damit. Ihr macht mich immer bekannter, immer beliebter bei vielen. Und ich habe mal sowas gesagt wie, ich glaube, dass ich zur Legende werde. Broken Thumbs hat mich jetzt vorgestellt, weil ich gesagt habe, dass ich glaube, oder dass die das nicht glauben, dass ich gesagt habe, dass ich denke, dass ich zur Legende werde. Ich sage euch ganz genau, warum ich... Verdammt nochmal. Blödes Bier. Ich sage euch, warum ich glaube, dass ich zur Legende werde. Dieser Hass, dieser Abscheu und dieser Neid gegen mich. Glaubt ihr wirklich, dass ich jemals aufgeben werde? Glaubt ihr jemals, dass ihr mich jemals besiegen könnt? Dadurch, dass ich nicht aufgebe, bin ich vielleicht jetzt im Moment dumm, werde für dumm gehalten. Auf lange Sicht haben mir schon viele Leute gesagt, dass sie es unglaublich bewundern, dass ich mit dieser Scheiße so umgehe, dass ich weitermache, dass ich mich nicht besiegen lasse. Wow. Durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht, atemlos durch den... verdammt. Atemlos